So, hallo Freunde, ich bin euch ja noch was schuldig geblieben. Ich wollte euch ja zeigen, was man alles machen muss, um die Edda in die mega Schnellschuss-Armbrust zu verwandeln. Ein Trick in Anführungszeichen, war natürlich, wenn es einem wirklich nur auf die Schnelligkeit ankommt, einfach den 90 Pfund Bogen zu nehmen. Ja, das zweite war die automatische Sicherung zu deaktivieren. Dazu gab es ja schon ein Video. Und das dritte war noch diesen Haken zu deaktivieren, der dafür sorgt, dass dieser Spannhebel hier unten immer einrastet. Naja, und das werden wir uns heute mal anschauen. Aber vorher gibt es natürlich noch ein bisschen Action, weil sonst würde das Ganze ja unnötig langweilig werden. Also, bauen wir das Teil hier mal zusammen. Schraub, 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 schraub. So, jetzt muss ich aber als erstes mal testen, ob das Ding hier einigermaßen trifft auf diese super kurze Entfernung, weil ich jetzt dieses Red Dot, weiß nicht, ist auf 15 Meter oder so eingeschossen momentan. Nicht, dass wir hier komplett die Einrichtung zerlegen. Also einmal hier versuchen mittig zu treffen. 5 cm tiefer als gedacht. Gut. Naja, was könnten wir jetzt Lustiges machen? Naja, man könnte ja zum Beispiel mal auf so eine Dose schießen. Die vielleicht nicht, die kostet 25 Cent Pfand. Dann nehmen wir mal die da. Die kostet kein Pfand. Und was haben wir noch Lustiges? Hier haben wir noch was Lustiges. Sowas nehme ich. Schauen wir mal, was da passiert. Also, hier solche Spitzen, die glaube ich dafür gedacht sind, um Kleintiere zu erlegen. Also Mäuse, Ratten, kleine Vögel. Wenn man die damit trifft, dann geht der Pfeil halt nicht komplett durch und die Viecher zerfleddern, sondern die kriegen einfach durch den Impuls so viel Energie mit, dass die dann auch kaputt sind, nehme ich mal an. Schauen wir, was passiert, wenn wir mit dem Ding hier auf diese Dose schießen. So, kurze Anmerkung aus dem Off. Das Schöne an dem neuen Magazin ist ja, dass wenn man den Hebel, der die Pfeile runterdrückt, einfach nach oben stellt, kann man das Ganze spannen und kann dann von vorne so einen langen Pfeil reinschieben und dann auch relativ einfach lange Pfeile mit der Edda abschießen. Okay, vielleicht doch mal lieber eine Brille. Schuhe ist Schuhe. Mal noch Licht an, wenn man da vorne auch was sieht. So, okay. Ich habe dann doch ein bisschen Angst gekriegt vor einem Abpraller und habe dann noch einen Karton hinter der Dose platziert zur Sicherheit. Ui. Ja, das wollen wir mal sehen.
Also wie man sieht, war die Säure um einen Abpraller nicht dazu berechtigt. Die Dose hatte überhaupt keinen Widerstand geboten. Das ging komplett durch. Und hinten die Austrittswunde in Anführungszeichen noch größer als vorne der Eingang. Also ich glaube, da hätte durchaus passieren können, dass das von diesen gepressten Stoffballen vielleicht zurückprallt, dieser Pfeil. Aber so ist er im Karton hängen geblieben und den Karton hat er dann nicht mehr zurück mitnehmen können. So, jetzt aber mal zum eigentlichen Kern der Sache. Also jeder, der so ein Gerät daheim hat, weiß natürlich, da unten ist so ein Haken dran. Das heißt, nach jedem Spannvorgang rastet das hier ein. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll im Normalfall. Wenn man jetzt allerdings wirklich jedes letzte Zehntel rausholen will, bei so einer Schussfolge, dann stört es, dass ich jedes Mal hier das Ganze wieder aushaken muss. Jörg Sprafe hat ja in einem Video Folgendes gemacht. Er hat diesen Haken hier einfach abgefeilt, sodass hier im Prinzip nur noch ein Stift ist und das Ganze damit hier einfach nur so ein bisschen fixiert wird, dass es nicht mehr links-rechts kann, aber eben nicht einhakt. Die Frage ist, was kann man jetzt machen, wenn man jetzt das Ding nicht komplett zerstören will? Und man sieht schon, was hier rumbaumelt. Dieser Gummi. Und diesen Gummi, den ziehe ich jetzt hier so drüber, dass der dann diesen Haken zurückzieht. Das muss ich jetzt allerdings mal mit 2 Händen machen, sonst wird das nichts. So. Also man sieht, durch diesen Gummi wird dieser Haken jetzt hier zurückgezogen und er hakt dadurch hier nicht mehr ein. Also ich kann hier jederzeit das raus und reinschieben, ohne dass es hier einhakt. Also man kann jetzt einen Spannvorgang machen, muss dann natürlich jetzt hier mit Kraft das Ganze von unten dagegen drücken, weil der Hebel natürlich, wenn die Sehne aufgespannt ist, wieder nach vorne will. Also man muss hier dann dagegen drücken von unten, kann dann seinen Schuss abgeben und kann dann aber ohne weiteres, ohne dass ich hier erst wieder rumfummeln muss, das auszuhängen, sofort wieder nach vorne, sofort wieder zurück und kann sofort den nächsten Schuss abgeben. Und das geht dann mit ein bisschen Übung natürlich relativ schnell, so wie man das ja auch in dem einen oder anderen Video von mir schon gesehen hat. Naja, das soll es dann sein für heute und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.